Na gut. Ups. Dann reden wir doch nochmal mit ihm. Fragen wir ihn doch erstmal zum Goldring. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Ja, wem gehört es denn? Okay. Er hat schon immer mir gehört. Profil des Opfers. Jacke des Vaters. Scharfes Messer. Der Ring mit Gravur. Also Ring mit Gravur, da kann man ihm alles Mögliche erzählen. Er würde halt irgendwie nicht drauf anspringen. Ich denke, Jacke des Vaters. Der Ring wird dem Vater gehören. Das ist das, was ich meinte, dass der Vater von ihm möglicherweise den schwarzen Peter getroffen hat. Somit können wir jetzt anhand, dass die Jacke nicht ihm gehört, sagen, dass der Ring dem Vater gehört. Würde ich jetzt sagen. Nein, das ist falsch. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Gut, dann sagen wir jetzt einfach, dass das Ring mit Gravur ist. Ja, genau. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Dem gehört der Ring. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Das ist falsch. Jetzt kann ich Jacke des Vaters sagen, oder? Ja, genau. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Okay, Dawson and Nelligan. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Okay. Dann gucken wir uns doch nochmal, wo war das? Genau, da müssen wir noch was erfragen und hier müssen wir noch den Umriss im Staub klären. Aber eine Sache fehlt mir noch. Wo war das? Ob so eine Harpune so werfen kann, dass sie mit dem Menschen aufgespielt. Ja, genau, das möchte ich machen. Aber ich weiß nicht, wo ich dahin muss dafür. Das weiß ich nicht. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Umriss im Staub.
Okay, ich würde sagen, wir fahren erstmal nach Woodman's Lee und sprechen nochmal mit der Frau. Also aktuell kommt mir der Junge nicht wirklich in Frage, um ehrlich zu sein. Da hat Peter geraucht. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Nein, das wurde hier gestohlen. Thank you, madam. Okay. Wir wissen jetzt, was gestohlen worden ist. Und zwar seine Unterlagen. Kann ich das irgendwie schließen? Kann ich darauf... Nein, kann ich nicht. Langsam nähere ich mich einer Sackgasse. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. Genau. A box or a Da small müsste seine... chest, perhaps. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Okay, ich weiß jetzt... 1883. That's the one I need. Ach ja, genau. Da wollte ich This auch. is the crew list of the Sea Unicorn. Peter Carey Captain. Genau, wir suchen jetzt nach den Informationen zu dem Vater. Log notes for June. Nothing unusual. Rechte Brise. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Tatsache. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Okay. Alles klar. Puh, ich dachte schon, ich stecke in der Sackgasse. Verwenden. Ein Stück. Allerdings seit herausgerissen wurde. Okay, und... Darin ist eine Liste der Besatzung zu finden. Die Seite wurde herausgerissen. Okay, dann gehen wir jetzt noch zu der Frau. Vielleicht hat sie noch Informationen zu dem, was auf dem Boot passiert ist. Ist ja durchaus möglich. Who could do such a thing? My poor husband. Hat sie nicht? Da würde ich auch gerne reinschauen. Da scheint mir auch noch was drin zu sein. Gut. Was müssen wir jetzt tun? Es wurde ein Logbuch. Genau. Wo fahren wir nun damit hin? Also wir können in den Archiven gucken. Ich fahre erstmal zu Scotland Yard. Aber wo hat er denn dieses abgerissene Stück schon gesehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht.
Ich muss erstmal hier reingucken. These are the suspect's belongings. I wonder if these are connected. Ah ja, genau. Was kann ich unterstreichen? Eine Nummer? Nummer 8532. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Okay. Verstehe. Also, hier geht es also wirklich um die Wertpapiere. Verstehe. Okay. Wir haben eine fehlende Blechkiste und einen Einbruchsversuch. Okay, dann nicht. Fehlende Blechkiste und fehlende Wertpapiere. Die müssen da drin gelegen haben. In der gestohlenen Blechkiste fanden sich die kostbaren Wertpapiere, genau. Genau, wir haben die Tatsache, dass jemand eingebrochen ist, um die Wertpapiere zu holen und das Notizbuch holen wollte. Daraus ergibt sich Nelligans Motiv. Möglicherweise wurde John Nelligan dabei ertappt, wie er die Wertpapiere stahl. Das wäre ein Motiv für ihn, den schwarzen Peter zu töten. Boom. Bin ich nicht ganz von überzeugt, weil wie gesagt, da sind 2 Schnapsgläser auf dem Tisch und anscheinend hat er mit Person X noch zusammen getrunken, bevor er dann ermordet worden ist. Somit gehe ich stark davon aus, dass Nelligan es nicht sein kann. Auch wenn er natürlich ein starkes Motiv hat bezüglich Geld und Familienehre. Aber dazu kann uns vielleicht Nelligan selber ja noch was erzählen. Zack. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Okay. Ein Tabakbeutel? Boom. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. Well, I will see you soon, young man. Okay. So, haben wir. Das Dogbuch zu finden wurde herausgerissen. Okay. Wir haben also Peter Carey raucht nicht. Nein, das wollte ich nicht tun. Okay, er raucht nicht, aber wir haben einen Tabakbeutel. Warum geht das nicht? Ich möchte feststellen, dass er nicht raucht. Ah, ist das schwer. Kein Gärtner. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Wir fahren erstmal in die Baker Street. Weil ich muss mal noch dieses Experiment durchführen und ich würde halt gerne wissen, wo ich das tue. Das muss ich ja irgendwie absprechen mit Lestrade oder weiß ich jetzt nicht. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn.
we shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Das ist ja krass. Okay. Oh, Toby. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Dann schauen wir uns das doch mal an. Wiggins, could you come upstairs, please? Tatsache. At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Okay. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Gut. Dann sollen wir jetzt nach Scotland Yard. Mal schauen, was wir da für neue Informationen bekommen. Ups. Oh, wer ist das? Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Na, seine Begeisterung. Alles klar. Gut, dann gucken wir doch mal, was er da hat. Oh, Mr. Hurtley, wir haben hier These are Schuhe. the suspect's belongings. Gut, wir nehmen erstmal die Schuhe mit, weil die können wir dann Liam Hurtley's vergleichen. old boots. They're a size 9.5. Oh, das würde besser passen, weil die Schuhe vom schwarzen Peter waren ja kleiner. A pen? Nothing unusual about it. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Okay. Das sollten wir zuerst machen. Ich will erst alle Beweise zusammen haben, bevor wir mit ihm sprechen. Das heißt, soweit ich weiß, hat ja unser guter Sherlock Holmes immer bei sich zu Hause ein kleines Chemielabor. Das war in allen Teilen bisher so, das heißt, diesmal sollte es genauso sein.